Wir sind heute unterwegs an der idyllischen Rossberg-Passstraße, haben aber wenig Zeit fürs Panorama. Vielmehr wollen wir euch die moderne Version des Märchens Rotkäppchen und der Wolf erzählen. Rotkäppchen sind die rotglühenden Bremsscheiben und der böse Wolf sind die Gefälle in den Berchtesgadener Bergen. Aber das heißt im Klartext, wir machen heute einen heißen Stresstest mit der Krone-Achse von Gigant. Dafür wurde der Auflieger mit jeder Menge Messtechnik bestückt. Und Ziel der Testfahrten ist es, die in den theoretischen Berechnungen erzielten Erkenntnisse in der Praxis zu validieren. Und dafür sind die Berge hier im Berchtesgadener Land bestens geeignet. Zwar sehr schön, aber ebenso steil. Und das sind die harten Fakten. Auf 22 Kilometer Fahrtstrecke gilt es 800 Höhenmeter und Gefälle von bis zu 14% zu meistern. Mit 26 Tonnen voll ausgeladen, mal mit und mal ohne proaktiv zugeschalteten Retarder. Jetzt werdet ihr sagen, in den Bergen ohne Retarder ist ein No-Go. Natürlich, das stimmt, aber die Ingenieure wollten gezielt ans Limit sowohl des Lagers als auch der Bremsanlage. Und dann kann es schon mal passieren, dass die Bremsscheibe rotglühende Bäckchen bekommt. Die Maut pro Tag beträgt für diesen Zug 80 €, also 10 Cent pro Höhenmeter. Ja, wobei die Information ist eher verzichtbar. Viel wichtiger ist zu wissen, die Radköpfe sind links und rechts unterschiedlich. Daher drehen wir etliche Runden im Uhrzeigersinn, aber genauso viele dem entgegen. Jedes Detail soll akribisch analysiert werden. Dafür nehmen wir uns die Zeit. Fritze Merz würde sagen, whatever it takes. Und am Ende haben alle Messergebnisse mit den theoretischen Berechnungen übereingestimmt. Somit waren die Fahrversuche ein voller Erfolg.